Hallo zusammen. In diesem Video werde ich einen Überblick geben und über einen Steckdosenthermostat sprechen. Hier ist so ein Modell, das Sie vielleicht schon gesehen haben, es wird im Internet vielerorts verkauft. Im Lieferumfang ist der Thermostat selbst mit einem externen Sensor enthalten. Die Kabellänge. Wir werden es jetzt abwickeln und messen. Ich schätze, entweder 1 Meter oder 1,5. Wir wickeln es ab. Die Sensorlänge beträgt 1,5 Meter. Er wird an eine normale Euro-Steckdose angeschlossen. Beim Bestellen achten Sie bitte darauf. Wenn Sie in China bestellen, kann der Verkäufer verschiedene Arten für unterschiedliche Steckdosentypen haben. Wählen Sie also die, die Sie benötigen. Bei uns sind es hauptsächlich Euro-Steckdosen. Und an diesen Thermostat schließen wir die Last an. Eine gleiche Euro-Steckdose wird angeschlossen. Die maximale Last ist angegeben mit 3,6 Kilowatt, also 3680 Watt. 3,6, nun, ich denke, für Haushaltsgeräte sollte man besser nicht mehr als 2 Kilowatt, maximal 2,5 Kilowatt verwenden. Es ist nicht gesagt, dass im Inneren etwas kaputt geht, aber es kann zu einem schlechten Kontakt an der Steckdose selbst kommen. Das heißt, wenn Sie ihn anschließen und die Kontakte bereits locker sind, wird es einen schlechten Kontakt mit diesen Stiften, mit dem Stecker geben. Und irgendwo hier könnte etwas durchbrennen. Deshalb rate ich davon ab, eine verrückte Last von 3,5 Kilowatt anzuschließen. Ich denke, für ein Haushaltsgerät ist das schon zu viel. Besser ist es, bis zu 2,5 Kilowatt zu verwenden. Der Sensor ist extern, man kann ihn platzieren, irgendwo im Raum. Wenn Sie zum Beispiel im Winter eine Garage heizen möchten, stellen Sie den Sensor irgendwo auf und er misst die Lufttemperatur. Man kann ihn im Keller verwenden, man kann ihn sogar zur Aquarienheizung nutzen. Man taucht ihn ins Wasser, schließt hier einen Heizkörper an und misst. Es ist also ein universelles Gerät, das, was Sie heizen möchten, kann an diesen Stellen verwendet werden. Es gibt hier auch nicht nur einen Heizmodus, sondern wenn man die Temperaturen vertauscht, gibt es auch Kühlmodi. Nun, jetzt schalten wir ihn ein und probieren alles aus. Auch wollte ich ihn auseinandernehmen. Am Ende des Videos werden wir ihn zerlegen und sehen, wie er innen aufgebaut ist, welches Relais dort verbaut ist. Er wird sehr einfach eingeschaltet, wir stecken ihn in die Steckdose, und der Thermostat ist betriebsbereit. Es ist so, dass der erste Modus hier das Ein- und Ausschalten nach Temperatur ist. Das obere Display, das zeigt uns die aktuelle Temperatur an. Da ich es mit den Händen berührt habe, hat sich der Sensor erwärmt. Nun, im Raum habe ich jetzt 21 bis 22 Grad. Die Temperatur ist also nicht hoch. 2 Temperaturen, hier haben wir die zweite Zeile und die dritte Zeile, das ist die Temperatur, bei der der Thermostat eingeschaltet wird. Wenn die Temperatur auf 20 Grad fällt, schaltet sich der Thermostat ein, und die Ausschalttemperatur ist auf 25 Grad eingestellt. Das sind die Standardeinstellungen. Das heißt, wenn er sich bis zu dieser Temperatur erwärmt, schaltet sich der Thermostat aus. Da die Sensortemperatur jetzt auf 27,2 Grad gestiegen ist und die Ausschalttemperatur 25 ist, ist er ausgeschaltet. Wenn der Thermostat eingeschaltet wird, leuchtet hier eine blaue LED auf. Es gibt eine Anzeige, damit Sie sehen können, der Thermostat ist eingeschaltet oder ausgeschaltet. Und lassen Sie mich jetzt versuchen, die Temperaturen höher einzustellen, um nicht warten zu müssen, bis der Sensor abkühlt. Die Temperatur wird mit der Z-Taste eingestellt. Wir wählen aus, welche Temperatur eingestellt werden soll. Hier ist zum Beispiel die Einschalttemperatur. Also, Down ist runter, Up ist rauf. Und wir stellen die Einschalttemperatur auf 26 Grad ein. Das geht. 26 eingestellt. Mit der Z-Taste wechseln wir zur Ausschalttemperatur und stellen dort 28 Grad ein. Grad eingestellt. Die Einstellungen wurden mit der Modetaste gespeichert. Wir verlassen den Einstellungsmodus. Der Thermostat hat sich eingeschaltet. Hier leuchtet die grüne Anzeige. Jetzt schließe ich zum Beispiel an. Ich habe einen Schuhtrockner. Wir schalten ein. Den Trockner eingeschaltet, und man kann den Sensor auf den Trockner legen. Nun, ich werde ihn wahrscheinlich schneller mit der Hand erwärmen, als der Trockner warm wird. Na gut, versuchen wir es. Hier wird es warm. 28 Grad, und der Thermostat hat sich ausgeschaltet. Heizmodus. Wenn der Sensor nun auf 26 Grad abkühlt, schaltet sich der Thermostat wieder ein.
Wenn wir die Temperaturen vertauschen, haben wir den Kühlmodus. Wenn wir die erste Temperatur höher als die zweite einstellen, dann funktioniert es umgekehrt. Wir stellen zum Beispiel ein 29,6 Grad. Wir speichern die Einstellungen. Es funktioniert auch umgekehrt. Wenn die Temperatur steigt auf 29,6 Grad, schaltet sich der Thermostat ein und aus, wenn die Temperatur auf 28 Grad fällt. Das ist also der Kühlmodus. Wenn Sie zum Beispiel eine Klimaanlage hier angeschlossen haben, wird der Sensor bereits zum Kühlen arbeiten. Oder Sie stellen niedrige Temperaturen ein, zum Beispiel 4 bis 6 Grad, und können hier einen Kühlschrank anschließen. Wenn Sie zum Beispiel einen alten Kühlschrank haben, dessen Automatik kaputt ist, Sie stecken den Kühlschrank in die Steckdose und er läuft die ganze Zeit. Dann können Sie den Kühlschrank an diesen Thermostat anschließen, den Sensor hineinlegen und er wird Ihren Kühlschrank steuern. Das heißt, der Kühlmodus wird dann funktionieren. Im Prinzip ist, denke ich, alles klar. Und wenn der Kühlmodus aktiv ist, blinkt hier eine Schneeflocke, und wenn der Heizmodus aktiv ist, ist hier eine Sonne daneben. Sonntag. Jetzt ist er bei uns auf Kühlmodus eingestellt. Im Prinzip ist, denke ich, bezüglich der Temperaturen, hier ist alles klar. Nichts Kompliziertes dabei. Als nächstes erzähle ich Ihnen von den Timer-Funktionen, die hier verfügbar sind. Es gibt auch mehrere Modi. Was wollte ich noch sagen? Durch langes Drücken der Z-Taste wechseln Sie zwischen Celsius und Fahrenheit. Wer Fahrenheit benötigt, schaltet auf Fahrenheit um. Das ist dafür gedacht, dass, wenn Sie zum Beispiel versehentlich Fahrenheit aktiviert haben, Sie unverständliche Zahlen sehen und nicht wissen, wie Sie zurückkehren können. Zum Celsius-Modus, dann halten Sie die Z-Taste gedrückt, und es schaltet zurück auf Celsius. Und jetzt schauen wir uns die hier verfügbaren Timer an. F1 ist unser erster Timer, ein zyklischer Timer. Das heißt, dieses Modul funktioniert dann ohne Thermostat. Die Steckdose arbeitet zeitgesteuert, und Sie wählen On, das ist die Einschaltzeit. Off, das ist die Ausschaltzeit. Wir stellen die Einstellungen ein. Moment, das sind schon andere Timer. F1. Mit der Z-Taste wählen wir Stunden, maximal 99 Stunden und Minuten. Hier 2 Minuten, man kann auch eine Minute, 10 Minuten einstellen. Das heißt, Sie haben es eingestellt, zum Beispiel 5 Minuten läuft es, Sie haben den Timer für die Ausschaltung eingestellt, 5 Minuten Leerlauf. Wir speichern die Einstellungen und durch langes Drücken der Modetaste starten wir diesen Modus. Gedrückt halten. Es hat sich eingeschaltet. Der blaue LED leuchtet, die Steckdose ist eingeschaltet. 5 Minuten lang wird sie arbeiten. Nach 5 Minuten schaltet sich die Steckdose aus. 5 Minuten. Leerlauf, ausgeschaltet, und dann schaltet sie sich wieder für 5 Minuten ein. Und so hin und her, unendlich, bis Sie es ausschalten, wird der zyklische Modus arbeiten. 5 Minuten eingeschaltet, 5 Minuten ausgeschaltet. Nun, Sie stellen Ihre gewünschte Zeit ein. Wir schalten es aus. Wir schauen uns den F2-Modus an. Hier haben wir eine Verzögerung. Mal sehen, was für eine Verzögerung. Ebenso stellen wir die Zeit ein, Minuten. Wir haben 5 Minuten eingestellt. Wir starten den Timer. CD-On blinkt. Das ist die Einschaltverzögerung. Gerade ist die Steckdose ausgeschaltet. Sie wird sich in 5 Minuten einschalten und wird die ganze Zeit arbeiten, bis Sie sie manuell ausschalten. Das ist also unsere Einschaltverzögerung. CD-On. Es blinkt. In 5 Minuten schaltet es sich ein. Man kann es auch in Stunden, in Minuten einstellen. Also jede Zeit, die Sie benötigen. Maximal 99 Stunden. 99 Stunden und 59 Minuten. Das ist die maximale Zeit. Die Einschaltverzögerung haben wir verstanden. Wir probieren den nächsten Modus aus. Hier haben wir die Ausschaltverzögerung F3. Die Zeit ist dieselbe. Mit Z stellen wir Stunden, Minuten ein. Wir wählen die Zeit, speichern. Ebenso starten wir mit der Modetaste. Halten wir gedrückt. Es hat angefangen zu blinken, die LED leuchtet, die Steckdose hat sich eingeschaltet. Sie wird 5 Minuten lang arbeiten, dann schaltet sie sich aus. Nun, das nächste Mal starten Sie es wieder, wählen den Modus, es kann derselbe sein. Eingeschaltet, 5 Minuten gearbeitet, und dann dauerhaft ausgeschaltet. Das nächste Mal schalten Sie es selbst ein. Wir schauen uns die letzte Funktion F4 an. Ebenso 2 Timer, der erste, der zweite. Standardmäßig ist 1 Minute eingestellt.
Wir starten. Wie funktioniert der vierte Modus? Unser Timer ist ausgeschaltet. Er schaltet sich in einer Minute ein. Sie können Ihre eigene Zeit wählen. Es handelt sich um eine Einschaltverzögerung, und dann wird es die eingestellte Standardzeit von einer Minute arbeiten. Das heißt, es schaltet sich nach einer Minute für eine Minute ein. Sie können Ihre gewünschte Zeit einstellen. Zum Beispiel für eine Stunde. Nach einer Stunde schaltet es sich für eine Stunde ein und schaltet sich dann wieder aus. Das nächste Mal müssen Sie es wieder einschalten und den Modus auswählen. Das heißt, es funktioniert nicht zyklisch, sondern einmalig. Einschaltverzögerung und schaltet sich für die eingestellte Zeit ein. Im Prinzip ist, denke ich, alles klar. Das sind alle Funktionen. Es gibt hier keine weiteren Funktionen. Es gibt eine Reset-Taste. Wenn Sie Reset gedrückt halten, werden alle diese Einstellungen auf die werkseitigen Standardwerte zurückgesetzt. Wir schalten es aus. Und jetzt wechseln wir zum Thermostatmodus, der nach Temperatur arbeitet. Lassen Sie uns es jetzt aufschrauben und sehen, was sich darin befindet. Hier haben wir die Chinesen es mit einem dreieckigen Schraubendreher zugeschraubt. Das heißt, wie ein Kreuzschlitz, nur statt eines Kreuzes haben wir 3 Seiten. Damit niemand daran herumfummelt. Ich werde es jetzt auseinandernehmen. Genau. Einfach so ein Dreieck. Außer den Schrauben gibt es hier auch noch Riegel. Die müssen auch noch entriegelt werden. Ah, hier. Ein Riegel auf dieser Seite und 2 Riegel auf dieser Seite. Also, was haben wir hier? Ein Transformator zur Stromversorgung des Moduls. Und hier ist unser Leistungsrelais. Das sind die 2 Drähte, die die Kontakte schließen und öffnen. Nun, im Prinzip ist es ausreichend. Hier sind unsere Leistungsleiterbahnen. Und auf dem Relais steht 16 Ampere, 250 Volt. Ich weiß nicht, ob es fokussiert, aber es wird sichtbar sein. Genau. Ein 250 Volt, 16 Ampere Relais ist verbaut. Nun, es ist trotzdem nicht sicher, dass all diese Kontakte, die hier sind, nicht 3,5 Kilowatt aushalten. Sie werden es vielleicht eine Weile aushalten, aber dann könnten sie kaputt gehen. Daher ist es aus Sicherheitsgründen besser, hier nicht mehr als 2 Kilowatt anzuschließen. Im Großen und Ganzen war's das. Ich werde es selbst wieder zusammenbauen. Vielen Dank an alle fürs Zuschauen, schreibt Kommentare, gebt Likes. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss zusammen.